Herzlich willkommen, Frau Walk, zum ersten Ringbahn-Interview überhaupt. Und ich freue mich, dass Sie heute da sind und möchte anfangen mit 3 Fragen, die sich mehr auf Sie persönlich beziehen und bitte, dass Sie darauf kurz antworten. Und die erste Frage ist, warum brennen Sie eigentlich für das Thema nachhaltige Entwicklung? Ich brenne für das Thema nachhaltige Entwicklung, weil es wichtig für unsere Zukunft ist. Sie könnten sich eine besondere Fähigkeit heraussuchen, wie zum Beispiel Fliegen, Feuer spucken, der grüne Daumen. Was wäre das? Zaubern. Was würden Sie zaubern? Zum Beispiel viele Politiker wegzaubern. Gut, das ist doch schön. Und zur dritten Frage. Was ist eine kleine Sache in Ihrem alltäglichen Leben, die Sie machen, um etwas nachhaltiger zu sein? Jeden Tag Fahrrad fahren. Dankeschön. Das waren die Fragen so ein bisschen zu Ihrer Person. Nun steigen wir ein ins Thema nachhaltige Entwicklung. Also zu einer nachhaltigen Entwicklung kommen wir auf jeden Fall nur, wenn alle mitmachen. Das heißt eben nicht nur die Politiker und Politikerinnen, die ich eben angesprochen habe, sondern auch jedes Mitglied der Gesellschaft und auch die Privatwirtschaft. Das heißt, wir müssen individuell etwas tun, unser Konsumverhalten ändern. Wir müssen schauen, dass wir politische Regelungen finden, die Nachhaltigkeit befördern. Und die Wirtschaft ist gefragt, sozial-ökologische Innovationen voranzutreiben. Also wirklich sozial- und ökologische. Vielleicht können Sie da nochmal konkreter reingehen. Also wer sind die Akteure, die wir brauchen für eine nachhaltige Entwicklung? Vielleicht auch direkt Beispiele nennen. Also in der letzten Zeit wird ja oft von Change Agents gesprochen oder von Transformationspionieren. Und damit sind tatsächlich Leute gemeint, die sozusagen eine Idee als erste auf den Weg bringen, und versuchen, andere zu überzeugen von dieser Idee. Und ich glaube, davon brauchen wir sehr viele, weil wir müssen tatsächlich in vielen Bereichen noch mal sehr viel drastischer voranschreiten. Das heißt, ein bisschen Nachhaltigkeit, ein bisschen Ökologie wird uns nicht wirklich helfen, um zu einer Wende, einer globalen Wende, einer großen Transformation zu kommen, sondern wir müssen wirklich nochmal in allen möglichen Bereichen versuchen zu überlegen, wie können wir mit vielleicht etwas radikaleren Lösungen unser Konsumverhalten, unser Mobilitätsverhalten, unser Energieverhalten ändern, als wir es bislang tun. Ja, wir sind jetzt hier am Treptower Park und fahren direkt los. Und ich komme zu meiner nächsten Frage. Sie beschäftigen sich ja auch mit dem Thema soziale Bewegungen. Also unter sozialen Bewegungen versteht man Netzwerke von Individuen, Gruppen, Organisationen, die sich aufgrund eines bestimmten Themas oder eines Veränderungsziels oder eines Konflikts zusammenfinden und sich, sagen wir mal, über einen bestimmten Zeitraum auch in bestimmten Aktivitäten versammeln. Das Ganze ist aber sozusagen sehr fluide. Das heißt, soziale Bewegungen grenzen sich eben von Organisationen ab, weil sie nicht eine bestimmte Mitgliedschaft haben, feste Mitgliedschaft oder durch bestimmte Strukturen zusammengehalten werden, sondern sie werden eigentlich durch so ein kollektives Ziel, durch eine hohe Emotionalität oder durch ein Wir-Gefühl zusammengehalten. Das kann sich gegen irgendetwas richten, das kann sich aber auch sozusagen für ein bestimmtes Ziel einsetzen. Meistens ist mit sozialen Bewegungen aber eben eine bestimmte Veränderung verbunden, also der Veränderungsprozesse, die in Gang gesetzt werden sollen. Und ich würde sagen, sie sind deshalb so wichtig für Gesellschaften, weil sie tatsächlich zu bestimmten Zeitpunkten die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen,
dass es eine bestimmte Fehlentwicklung gibt, ja, oder dass sozusagen eine Notwendigkeit da ist, etwas zu verändern. Ja. Wie gesagt, das kann sich an einem Konflikt aufhängen, es kann sich aber eben auch langsam aufbauen und in bestimmten Phasen, in denen beispielsweise die Politik versagt, sich dann stärker formieren, um Themen voranzubringen. Jetzt möchte ich aber nochmal zurück zu den Akteuren kommen. Ja, natürlich jede Menge. Also das sind vor allen Dingen die, sagen wir mal, privaten Akteure und die Industriezweige, die einfach ein Wachstumsmodell fahren, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Ja, also dass sozusagen keine Rücksicht auf die Ausbeutung von Ressourcen, auf nicht nachhaltige Entwicklungspfade genommen wird, sondern nur der Profit an erster Stelle steht. Kann man es konkreter machen? Also Agrarindustrie, Pharmaindustrie oder über welche Industriezweige sprechen wir da? Ganz viele Industriezweige, Autoindustrie. Also wir haben immer noch eine Autoindustrie, die total blockt und sozusagen noch SUVs baut und zwar mehr baut als kleine 3-Liter-Autos. Wir haben die Industrie, die nicht in E-Autos massiv investieren will. Wir haben die Pharmaindustrie, wir haben sozusagen den ganzen Bereich der Patente, ja, also wo wir noch mit Saatgut, würde ich sagen, keinen Schritt weitergekommen sind. Wir haben in ganz vielen Industriebereichen, aber nicht nur Industriebereichen, sondern auch Wirtschaftsbereichen nach wie vor Leute, die eben sozusagen einzig und allein an der Effektivität, an dem schnellen Geld interessiert sind und nicht auf soziale und ökologische Auswirkungen achten. Und ich würde sagen, da sehen wir in der Landwirtschaft immer noch wesentlich mehr Akteure, 98% der Akteure, die so handeln und nur einen ganz kleinen Prozentsatz an beispielsweise Landwirten, die explizit eine andere Landwirtschaft fahren wollen. Und das können wir fast in jedem Bereich sehen. Da komme ich zu meiner letzten Frage. Wir sind jetzt hier in der Schönhauser Allee mittlerweile angekommen, also im Prenzlauer Berg. Also ich würde sagen, wir tun uns deshalb so schwer damit, weil wir einfach, sagen wir mal, zwei unterschiedliche Leitbilder haben. Das heißt, nur eine kleine Gruppe von Menschen ist tatsächlich dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet, während der größere Teil der Menschheit tatsächlich noch einem ganz klar klassischen Wachstumsmodell verpflichtet ist. Und solange diese zwei Leitbilder miteinander konfligieren, ist es natürlich auch schwer für eben einzelne Akteure, für einzelne Change Agents dann wirklich auch wirksam zu werden. Ja? Das heißt, also die ganze Debatte, die wir an den Universitäten führen mit Postwachstumsmodellen, einer Green Economy und so weiter, das ist ja mehr oder weniger, ehrlich gesagt, eine kleine Nischendebatte, wenn wir uns die Gesamtgesellschaft anschauen. Im großen Teil der Gesellschaft wird eine ganz andere Debatte geführt und die geht immer noch in Richtung möglichst viel Konsum, möglichst viel möglichst effektiv alles zu gestalten und da sozusagen wirklich auch reinzukrätschen und zu sagen, dieses Leitbild des Großteils der Bevölkerung zu verändern, das ist wirklich sehr schwer. Und deshalb tut sich diese Gesellschaft so schwer, damit nachhaltig zu sein. Ja, also das heißt, die Nachhaltigkeitsgruppe, die es ja jetzt schon gibt und die auch sehr viel angestoßen hat, die bewegt sich tatsächlich noch in so einer kleinen Nische, in so einem Vakuum und erreicht diesen anderen Teil der Gesellschaft nicht, würde ich sagen. Wir kommen jetzt zur schnellen Runde und verlassen das Thema nachhaltige Entwicklung. Zählt der US-amerikanische Präsident, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, zu den Hindernissen für nachhaltige Entwicklung?
zu international gesehen dem größten Hindernis. Jetzt kommt die Preisfrage. Werden wir es schaffen, die 2-Grad-Grenze zu erreichen? Nicht zu erreichen. Also drunter zu bleiben. Drunter zu bleiben oder drüber zu gehen? Nein, wir werden es nicht schaffen, drunter zu bleiben. Und genau drauf oder wie viel drüber? Weit drüber wahrscheinlich. So 2,5, 3? Mindestens. Ich würde sagen, wahrscheinlich noch weiter. Beunruhigend. Werden wir den 3. Weltkrieg erleben? Ja oder nein? Hoffentlich nicht. Okay. Bier oder Wein? Bier. Und Umwelt oder Mitwelt? Umwelt und Mitwelt. Ah, beides geht nicht. Mitwelt. Herzlichen Dank für das Interview. Schönhauser Allee.